Mein Freund, es gibt ein Art Mensch, der nicht laut spricht, aber tief fühlt. Schreitet nicht in der mit der Mensch, doch spürt den Hörsschlag der Welt unter jedem seiner Schritt. Dies Menschen nennen wir sei Empathen sind nicht einfach nur sensibel. Sie sind Alchemisten des Unsichtbaren, Wächter des Zwischenraums, in dem sich das Unknows, Jus, Brotchen zeigt. Doch unter ihnen gibt es ein selten Grupp, die nicht nur fühlen, sondern verstehen, nicht nur mitleiden, sondern durchschauen. Der Weisheit nicht nur, was gesagt wird, lauscht auf das, was verschwiegen bleibt. Inmitten von Gesprächen, Diskussionen, Worten, die unablässig fliegen, erkennt ein tiefer Wahrheit, die sich nicht in der Sprech, sondern in der Stille offenbart. Den Wort können Lügen, Verschleiern, verhüllen. Aber der Körper, die Energie, das Sojourn zwischen den Sätzen sei verraten mehr, als der Verst, und formulieren kann. Die weisen Empathen sind nicht interessiert an oberflächlicher Kommunikation. Sie spüren hin, wo andere hören. Sie sehen in einem Lächeln den Schmerz dahinter, erkennen im betonten Lächeln das Flehen nach, in einer betonten Pose die Angst vor Abel, nun oder die sich nach Anerkennung. Wenn sie einem Menschen begegnen sie nicht nur seiner Gestalt, sondern seinem inneren Zustand. Sie scannen nicht bewusst, sie fühlen intuitiv. Ein Blick genügt manchmal, ein Kurses innehalten, und sie erfassen, ob und müde ist von sich selbst, verletzt von alten Geschichten, oder versagt, durch wird ein Mask aufrecht zu halten. Der Empath spricht nicht gleich. Wartet, erlaubt der Wahrheit, sich selbst zu zeigen, und Weib, das sei selten laut kommt, meist schüchtern, scheu, nur für den sichtbar, der bereit ist, hinter die Kulissen zu blicken. Dies Fähigkeit kommt nicht von oben, sei wird nicht erlernt im klassischen Sinn. Sei entsteht durch ein tief inner Wandlung, nur wer selbst viel mehr missverstanden wird, wer gelernt hat, im Schweigen zu leben, Weib, why man in diesem Schweigen liest. Die weisesten Empathen haben oft in ihrer eigenen Vergangenheit erfahren, was es heibt, nicht gehört zu werden. Nicht weil sie kein Stimme hatten, sondern weil ihr Sprech ein anderer war feiner, stiller, unsichtbarer für das grobe Ohr der Welt. Doch gerät dies Erfahr, wird zur Schul ihres Herzens. Sie begannen, zwischen den Zeilen zu lesen, nicht nur in Büchern, sondern in Gesichtern. In den müden Augen der Mutter, die lächelt, obwohl sie innerlich zusammenbrach. In der Stimme des Vaters, die hart klang, aber von einer Traurigkeit durchdrungen war, die nie ausgesprochen werden dürft. In den Freunden, die laut waren, die still in sich zu übertonen, alles Word zur Botschaft, alles trug Information, die jenseits der Wort lag, und so Word die Welt für sei ein Flüsterns Mosaik. Jedes Fragment ein Gefühl, ein Gest, ein Atemzug hat seinen Platz im Bild. Sie begannen, Menschen nicht mehr an ihren Äußerungen zu messen, sondern an ihren Schwingungen, und sie sahen, wie oft Wahrheit und Lüge inein und verwoben wären, nicht aus Boschheit, sondern aus Angst. Der Weis urteilt nicht, beobachtet, erkennt, dass auch das Verbergen ein Schutzmechanismus ist, dass nicht jeder Mensch sofort bereit ist, sich zu öffnen, und dass oft die tiefsten Wahrheiten sich nur jenen zeigen, die sanft genug sind, nicht zu drängen. Deshalb fragt der Weis Empath selten direkt. Stellt kein fordernden Fragen, sondern schafft Raum, in denen Antworten freiwillig geboren werden können. Ist wie ein stiller Spiegel, in dem andere sich selbst erkennen dürfen, oft zum ersten Mal. Und in dieser Spiegelung geschieht Heilung,
nicht durch analyse, sondern durch die Wort, die den gesprochen worden, sind nicht länger Deckmantel oder Tarnung, sondern Ausdruck des Sinn, was gesehen Word, und das is ausgesprochen worden must. In einer Welt, die von Larm erfüllt ist, von Meinungen, von Reaktionen, von Eil und Ries, ist dieser Mensch ein Seltenos. Wer ihm begegnet, fühlt sich plötzlich gehört, obwohl kaum was gesagt wird. Denn wird nicht mit den Ohren gehört, sondern mit der Seele. Empathen, die Weisheit in sich tragen, suchen nicht die Einsamkeit aus Flucht oder Wörlet, sondern aus einer tiefen inneren Notwendigkeit heraus. Während viel Menschen still meiden, wie ein Leer, die gefüllt werden muss, betreten dies Empathen die Einsamkeit wie einen heiligen Raum, in dem sich das wesentlich offenbart. Sie wissen, dass inmitten des Larms der Welt die eigene Stimme zu einem kaum hörbaren Flüstern verkümmert, überdeckt von Erwartungen, Rollen, gesellschaftlichem Druck und ständiger Reizüberflutung. Die Weisen haben gelernt, dass Selbsterkenntnis nicht durch Übung geschieht, sondern im bewussten Rucksack, in der Einsamkeit beginnen sei, die feinen Regungen ihres Inneren wahrzunehmen, dort, wo an dir Unruhe empfinden, finden sei Struktur. Dort, wo an dir sich verloren fühlen, entdecken sei ihren wahren Mittelpunkt. Es ist kein Rucksack in Isolation, sondern ein herzliches Zurücktreten von der Oberfläche, die Tiefe wieder zu bewohnen. In dieser Tiefe erkennen sie sich nicht nur als den Kenntwissen, sondern als vollend, vielskittig, wandelbar Seelen, deren wahres Selbst unter vielen Skizzen begraben lag. Sie hinterfragen in dieser still nicht nur ihr Handeln, sondern die Motiv dahinter. Was treibt mich dazu? War is Lieb, war is Angst, war is der Wunsch, gesehen zu werden? In solchen Momenten treten sie in eine Art inneren Dialog mit sich selbst, der nicht selten schmerzhaft ist, weil ehrlich ist. Doch gerade dies Ehrlichkeit wird zur Quelle ihrer Klarheit. In der Konfrontation mit sich selbst erkennen sie, was echt ist und was nur ein Spiegel des Sinn, was an dir von eigenen Wollen. Die weisesten Empathen kennen das Jucht sozialer Masken. Sie wissen, wie leicht dies ist, sich selbst zu verlieren in der Anpassung. Deshalb ist die Einsamkeit für sie nicht die Abwesenheit von Verbindung, sondern die Rückverbindung zum Eigentlichen. Sie reinigen in ihrer Wahrnehmung von der Fremdbestimmtheit, die sich langsam und unmerklich in jeden Alltag einschleicht. Wenn sie schweigen, hören sie wieder. Wenn sie allein sind, begegnen sie wieder. Und wenn sich selbst in der Tiefe, jenseits aller Rollen, jenseits aller Bilder, die an dir von eigenen heben, in diesen Momenten wächst in eigenen eine innere Stabilität, die nicht mehr abhängig ist von der Mong der Obenwelt. Sie brauchen keinen Beifall, kein permanent Rückmeldung, kein ständige Bestätigung mehr, sich selbst zu spüren. Stattdessen bauen sie eine innere Heimat auf, in der sie unabhängig vom Trubel der Welt ruhen können. Dies Heim entsteht nicht über Nacht. Sie wächst mit jeder Begegnung mit dem eigenen Schmerz, mit jeder durchlebten Unklarheit, mit jedem bewussten Schritt in die Still, was will nicht verstehen. Dies Empathen sind in der Einsamkeit nicht traurig. Sie sind gegenwärtig, sie fliehen nicht vor Menschen, sie kehren nur für ein, weil sie sich zurück. In dieser Rückkehr entsteht was Kostbares ein innerer Raum, der weder urteilt noch fordert, sondern einfach nur ist. Und aus diesem Raum heraus beginnen sie, die Welt wieder neu zu sehen, neu zu fühlen, und sich in ihr zu verlieren. Viel Menschen versuchen, ihren Schmerz durchzuüben.
kung zu bete üben, warend dies Empathen, in durchwandern. Sei Mädchen nicht grober, sei verstecken nicht, sei begegnen min der stillen Kammer der Einsamkeit, und dadurch verlieren her Wanden her Macht, sei verwendeln sich, nicht in Bitterkeit, sondern in Mitgefühl, nicht in Rucksack, sondern in Klarheit, denn wer sich selbst in der Tief gespürt hat, ist nicht mehr darauf angewiesen, sich über andere zu definieren, wird zu einem ruhigen Zentrum, zu einem Punkt der Präsenz in einer chaotischen Welt. Und aus dieser Präsenz heraus wird Begegnung erst wirklich möglich, nicht als Bedürftigkeit, sondern als freier Austausch zwischen zwei ganzen Seelen, die einander nicht subverlangen, sondern sich erkennen. Mitgefühl ist der kraftvollsten Eigenschaften eines Empathen, doch es ist auch der gefährlichsten, wenn sie nicht mit Klarheit durchdrungen wird. Die weisesten Empathen wissen, dass bloß Mitfühlen nicht immer heilt, sondern manchmal gefangen halt sowohl den anderen als auch sich selbst, denn Mitgefühl ohne Grenzen kann zu einem inneren Überlaufen führen, einem Ertrinken im Schmerz der anderen, das die eigene Identität langsam auslöscht. Wer alles fühlt, aber nicht unterscheidet, verliert sich, und wer sich verliert, kann niemandem auf Dauer ein Hilfe sein. Dies Empathen haben erkannt, das Lieb, die keine Klarheit besitzt, in blinder Aufopferung entdeckt. Sie fühlen den Schmerz des anderen, ja sie spüren oft intensiver als der Mensch selbst, der tragt aber sie lassen sich nicht davon mitreiben. Sie stehen fest, ruhig, durchlässig, aber nicht absorbierend. Sie halten Raum, ohne sich selbst aus dem Raum zu nehmen. Sie wissen, dass es helfen nicht bedeutet, den Schmerz des anderen auf die eigenen Schultern zu laden, sondern ihm zu helfen, selbst zu tragen. Sie verstehen, dass Mitleid lohnen kann, wenn es nicht mit Bewusstsein gepaart ist. Ein Mensch, der ständig getröstet wird, ohne sich selbst zu begegnen, bleibt abhängig vom Trost. Die Weisen geben daher kein schnellen Antworten, kein emotionellen Pflaster. Sie hören zu, sie fühlen mit, aber sie spiegeln nicht. Sie stellen Fragen, die aufertellen, nicht nur beruhigen. Sie erkennen die Muster hinter dem Schmerz ansprechen sie aus, sanft, aber direkt. Dabei riskieren sie auch, missverstanden zu werden. Denn nicht jeder Mensch, der leidet, will in diesem Moment Klarheit, will wollen noch, aber nicht Wahrheit. Doch der weise Empath Weib, das Mitgefühl, das sich der Wahrheit verweigert, langfristig mehr schadet als heilt. Deshalb bleibt bei sich wahr, und beim anderen ist. Verbirgt sich nicht, spricht nicht nur das wünscht, sondern das notwendig. In dieser Haltung liegt ein Stillstark, die nicht laut werden muss, wirksam zu sein. Dies Empathen haben gelernt, sich innerlich abzugrenzen, nicht aus Kalt, sondern aus Reif. Sie verwechseln emotionell übernommen nicht mit Verbandenheit. Sie wissen, dass sie niemandem helfen, wenn sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb erlauben sie sich auch, nie zu sagen nicht aus Eibelnung, sondern aus Integrität. Sie unterscheiden zwischen der Verantwortung für ihr Gefühl und der Verantwortung für die Gefühl der anderen. Sie tragen, was ihr ist, aber nicht, was dem anderen gehört. Und gerade dadurch sind sie in der Lage, ein tiefer Form von Hilfe zu lassen, die nicht aus Schuldgefühlen entsteht, sondern aus Klarheit und innerem Gleichgewicht. Dies Haltung ermöglicht es ihnen, auch inmitten von emotionellem Chaos ruhig zu bleiben. Sie lassen sich nicht vernehmen von Dramen, sie erkennen die Dynamiken dahinter. Sie spüren, wann Gem und wirklich bereit ist zur Veränderung und wann nur Aufmerksamkeit sagt, seinen Schmerz zu verteidigen,
und sei entscheiden bewusst, why white sei gehen. Nicht jede Train ist ein Roughneck, hilf manchmal ist sei ein Ausdruck von Widerstand gegen Veränderung. Der weiseste Empath sieht das und bleibt dennoch offen. Urteilt nicht, aber lasst sich auch nicht blenden. Sein Lieb ist nicht bedingungslos im Sinn von Selbstaufgabe, sondern im Sinn von Präsenz. Bleibt da, auch wenn nicht gebraucht wird, und geht, wenn sein Gegenwort nur noch als Ersatz für die Eigenverantwortung dient. So wird sein Mitgefühl zu einem klaren Licht, das nicht blendet, sondern erleuchtet. Es wärmt, aber verbrennt nicht. Es gibt Halt, aber kein Krach. Und wer einem begegnet, spürt nicht nur noch, sondern Wahrheit, die nicht verletzen will, sondern befreien die weisesten Empathen fürchten den Schatten nicht, weder in sich noch in anderen. Sie wissen, dass der Mensch mehr ist als sein Helligkeit, dass das Licht ohne Dunkelheit kein Form hat, dass jede Ziel nicht nur sein, sot nach dem Guten in sich trägt, sondern ein Gesicht von Schmerz, Verdrängung, Zorn, Angst und Verlust. Während wir bemüht sind, nur das strahlend zu zeigen, das angenehm, das akzeptiert, wenden sich dies Empathen mit stiller Entschlossenheit dem Verborgenen zu, dem unausgesprochenen, dem, was lieber hinter Lächeln und Gesten verborgen bleibt. Sie urteilen dabei nicht, weil sie wissen, dass jedes Urteil ein Mauer baut und kein Fenster. Sie haben in sich selbst die dunklen Gang betreten, sind durch die eigenen Zweifel geändert, durch die Schuld, die Scham, die Wut, die sie zu verdrängen versuchten. Sie haben sich nicht darüber erhoben, sondern sind ihnen begegnet, still, ehrlich, ohne Ausflucht. Daraus entstand ein Blick, der sehen kann, ohne zu verletzen, der erfassen kann, ohne zu vernehmen. Sie erkennen die Schatten des anderen nicht, sie zu benennen oder zu analysieren, sondern dem Menschen dahinter nahe zu kommen, dem Teil, der gelernt hat zu überleben, sich zu schützen, sich zu verstecken, nicht aus Boswilligkeit, sondern aus tiefer Notwendigkeit. Der weise Empath weib, dass der Schatten kein Feind ist, sondern ein vergessener Teil des Selbst. Dort liegen oft Gen Kraft, die zu Heilung und Ganz, Wordung führen können, wenn man einen erlaubt, gesehen zu werden. Dies Menschen haben ein tiefes Verständnis dafür, dass man nicht heilt, indem man verdrängt, sondern indem man integriert. Sie gehen nicht davon aus, dass der Mensch der Gott oder schlecht ist. Sie verstehen, dass jeder Mensch Gegensatze in sich trägt, und dass es gerät dies in Spannung ist, diese Entwicklung zwingt. Wenn sie jemandem begegnen, der aggressiv ist, spüren sie nicht nur die Hart, sondern die Angst dahinter. Wenn jemand manipulativ handelt, erfassen sie das dahinterliegt, gen Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust. Sie sehen die Schutzmechanismen, nicht nur die Symptome, und das ermöglicht ihnen, auf einer Ebene zu begegnen, die tiefer ist als jede moralische Bewertung. Sie sprechen nicht darüber, was falsch oder richtig ist, sondern darüber, was überlebt hat, was sich schützen muss, was verloren ging. Dies Empathen haben gelernt, dass das, was am meisten schmerzt, oft das ist, was am stärksten verteidigt wird. Nehm und zeigt freiwillig sein tiefst Wand. Doch in einer Atmosphäre von Nicht-Bewertung, von feiner Präsenz und echtem Interesse, beginnt manchmal was zu schmelzen, ein Haltung, ein lang getragen Schutzschild, ein Bild, das man von sich selbst geschaffen hat, weiter funktionieren zu können. Der weise Empath wartet nicht darauf, dass sich und öffnet, verlangt keine Offenbarung, sondern bietet durch seine Haltung eine stille Einladung, zu werden sie verwenden kein psychologischen Werkzeug, zu durchdringen, sondern sie bringen eine energetische Offenheit mit,
in der das unausbridgliche Form finden darf. Sei wissen, dass nichts schneller verschwindet, it als ein Schatten der gesigen Word, nicht, weil dem it ausgelöscht wird, sondern weil seinen Platz bekommt, seinen Namen, sein Geskit. Und in dieser Anerkennung geschieht oft mehr Heilung als durch Jede, Lossung oder jeden Gott gemeinten Ratschlag. So sind dies Empathen kein Retter, kein Lehrer, kein Richter. Sie sind Gewohnheiten in einem inneren Raum, in dem alles seinen Platz haben darf, Ort, das Dunkel, das Unreif, das Verletzt. Ihr Stark liegt darin, dass sie dem Schmerz ins Auge sehen können, und sich abzuwenden, dass sie den Abgrund nicht romantisieren, aber auch nicht fürchten. Sie sehen im Schatten nicht das Ende, sondern den Anfang einer tieferen Begegnung, einer Entwicklung, einer Transformation, die nicht durch Belehrung geschieht, sondern durch Stillannahme, durch das Ausschalten des Unvollkommenen, durch das Dasein, auch wenn nichts gone ist, die weisesten Empathen. Folgen nicht der Stimme der Maß, sondern jener leisen inneren Regung, die auf dem Verborgenen spricht, die sich nicht aufdrängt, die sich nicht erklärt, aber mit einer Tiefe und Klarheit klingt, die nicht ignoriert werden kann. Sie haben erkannt, dass Fu im eigenen Leben nicht von oben kommt, nicht von gesellschaftlichen Normen, nicht von Erwartungen, nicht von dem, was als erfolgreich, richtig oder sicher gilt. Während wir sich bemühen, in ein Bild zu passen, das ihnen gar nicht entspricht, gehen dies Empathen bewusst den anderen Weg einen stillen, oft einsamen, aber echten Weg, auf dem sie lernen, zwischen der Stimme, der Angst und der Stimme, der Wahrheit zu unterscheiden, sie leben nicht nach dem, was sie gelernt haben zu wollen, sondern nach dem, was in ihnen ruft. Dieser Ruf ist oft unlogisch, unbequem, nicht zu erklären. Widerspricht dem, was als klug gilt, als vernünftig, als normal. Doch sie wissen, dass alles, was wirklich lebendig ist, jenseits der Konvention liegt. Sie hören hin, wenn etwas in ihnen sich regt, wenn sich ein Widerstand zeigt, wenn eine Begegnung etwas in ihnen berührt, das sich nicht beninnen lässt. Sie vertrauen diesen Momenten, weil sie gelernt haben, dass ihr Warn, mang ein Kompass ist, nicht ein Fehler dabei nehmen sie in Kauf, missverstanden zu werden. Sie wissen, dass man sie für zu sensibel halten wird, für zu zurück, gesichern, für nicht durchsetzungsfähig, für zu anders, aber sie versuchen nicht mehr, sich zu recht verteidigen, die Zeit des Erklärens liegt hinter ihnen, sie haben erkannt, dass jede Anpassung, die nicht aus innerer Überzeugung kommt, ein Verrat in der eigenen Tiefe ist. Und diesen Verrat begehen sie nicht mehr, nicht, weil sie sich über andere stellen, sondern weil sie wissen, wie viel es kostet, sich selbst zu verlieren. Dies Menschen entscheiden nicht schnell, sie spüren, sie hören zu, sie schleifen über Dinge, sie beobachten ihre inneren Reaktionen, sie prüfen, ob ein Impuls aus dem Ego kommt oder aus der Seele. Ihr Leben verläuft nicht nach linearen Zielen, sondern in Zyklen, in inneren Bewegungen, in unsichtbaren Rhythmen, die sich nicht planen lassen. Sie nehmen Umweg nicht als Scheitern wahr, sondern als notwendig Korrekturen auf einem Weg, den nur sie selbst sehen können. Ihr inneres Navigationssystem beruht nicht auf Lärm, sondern auf Still. War und an dir im Oben Sicherheit suchen, kehren sie nach innen zurück. Sie wissen, dass jede echt entscheid, und aus einer Verbein, dann mit dem selbst kommt, nicht aus der Reaktion auf Oberumstand.
Sei born eier Leben auf Intuition, auf inneres Wissen, auf Resonanz, und das macht, sei frei von ständiger Bestätigung, frei von Applaus, frei von der Angst, nicht zu genügen in einer Welt, die nach Effizienz, Tempo und Leistung fragt, wirken sei oft aus der Zeit gefallen. Doch Jen, auch darin liegt eier Kraft, sei bringen etwas zurück, das verloren gegangen ist das Gespor für Echtheit, für Stimmigkeit, für das, was wirklich gebracht wird, nicht nur das, was Gott aussieht. Sei verändern die Welt nicht durch Lautstark, sondern durch Integrität. Sei stellen kein Forderungen, aber sei sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass ein anderes Leben möglich ist. Eins, das nicht aus Riechen besteht, sondern aus Antwort. Eins, das nicht auf Kontrolle basiert, sondern auf Vertrauen, und dieses Vertrauen ist nicht naiv, sondern entstanden aus vielen inneren Kämpfen, aus Zweifeln, aus Irrwegen, aus Momenten des Stillstands, in denen nichts mehr funktioniert hat. Doch gerade in diesen Momenten, in denen alles aber wegfiel, horten sei etwas, das blieb. Ein Stimme, die nicht schrei, sondern flüstert. Ein Richtung, die nicht zeigt, sondern spürbar Word. Ein Wahrheit, die nicht von oben kam, sondern längst in ei, nun wohnt und so frage ich jutsch. Wer seht eier, wenn niem, and hinsieht, welch dieser Gewohnheiten leben in jutsch, wie noch unbemerkt, wie noch unjubt. Denn Weichheit ist kein Gabe, sei ist ein Entscheidung. Empathie ist kein Gefühl, sei ist ein Form der Erkenntnis. Und der Weg zu beidem beginnt nicht im Oben, sondern im Mat zur Innenschau.